Hallo liebe Handarbeitsfreunde, heute überrasche ich euch zum ersten Mal mit einem gestrickten Pullover. Ich habe ein wunderschönes Hebemaschenmuster verwendet. Das bedeutet, dass der Farbwechsel nicht innerhalb einer Reihe stattfindet, sondern dass immer ganze Reihen mit derselben Farbe gestrickt werden. Der Eindruck eines Farbwechsels innerhalb der Reihe entsteht durch abgehobene Maschen. Die Grundtechnik des Musters besteht aus kraus rechts gestrickten Reihen, weshalb das Muster nicht sehr schwierig nachzuarbeiten ist. Ein wenig Strickerfahrung ist jedoch für dieses Projekt schon erforderlich. Ihr solltet also schon einmal einen Pullover gestrickt haben. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr im Video, bevor ich mit dem Stricken beginne. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Das Muster stricke ich anhand einer Maschenprobe genau vor. Falls ihr aber gerne nach Strickschrift arbeitet, verlinke ich euch unter den Affiliate-Links ein Buch, in dem neben vielen anderen schönen Strickmustern dieses Muster unter dem Namen Krausfelder zu finden ist. Ich freue mich über jedes Gefällt mir und besonders über jedes kostenlose Abo. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Projekt brauchen wir zwei Farben, eine Hauptfarbe und eine Nebenfarbe. Bei mir ist die Hauptfarbe Pink und die Nebenfarbe Weiß. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr auf der Materialseite vor dieser Einstellung. Zunächst stricken wir eine Maschenprobe und eine repräsentative Maschenprobe sollte ungefähr 30 Maschen haben. Für das Muster brauchen wir eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Das heißt, ich nehme 28 Maschen, das ist durch 4 teilbar, plus eine Masche sind 29 Maschen, sodass wir ungefähr an die 30 Maschen herankommen. Und ich nehme für den Anschlag eine Stricknadel 4,5 mm, den Rest stricke ich dann mit einer Stricknadel Nummer 4. Also eine halbe Nummer mehr für den Anschlag. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und ich mache einen ganz gewöhnlichen Anschlag und ich schlage 29 Maschen an. Ihr könnt natürlich eure bevorzugte Anschlagsmethode verwenden. Und wenn ich 29 Maschen gestrickt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 29 Maschen angeschlagen. Wir wenden die Arbeit und ich nehme jetzt eine Stricknadel 4 mm, also eine halbe Nummer weniger. Die erste Masche ist eine Randmasche, da stechen wir nach hinten durch und holen den Faden durch
die Masche von der Nadel gleiten lassen. Dann stricken wir alle Maschen rechts ab. Einfach lauter rechte Maschen. Nur die letzte Masche machen wir anders und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben eine Randmasche, 27 rechte Maschen und die letzte Masche ist wieder eine Randmasche. Wir legen den Faden vor die Nadel und heben die Masche nur ab. Und jetzt wenden wir die Arbeit und wir stricken noch weitere 4 Reihen kraus rechts. Die erste Masche immer hinten einstechen, den Faden durchholen und die Masche von der Nadel gleiten lassen. Dann alle Maschen rechts stricken bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe geben wir den Faden vor die Nadel und heben die Masche nur ab. Wir stricken sie nicht, sondern wir heben sie nur ab. Und auf diese Weise stricken wir jetzt noch 3 Reihen kraus rechts. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben inklusive Anschlagsreihe 6 Reihen gestrickt. Wir haben 3 solche Rippen. Und bei mir befindet sich der Anfangsfaden links unten. Und das ist sozusagen ein kleines Bündchen und ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 24 Reihen. Wir nehmen uns die Kontrastfarbe und ich mache es immer so, die Farbe, die ich nicht brauche, lege ich auf die rechte Seite und die Farbe, die ich verwende, lege ich auf die linke Seite. Wir stricken unsere Randmasche, dann stricken wir 3 Maschen rechts und die nächste Masche heben wir links ab mit dem Faden hin. Das heißt, einfach die Masche auf die andere Nadel heben, den Faden hinten mitführen. 3 Maschen rechts, eine Masche links abheben, Faden hinten. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 die Reihe endet mit 3 Maschen rechts und der Randmasche. Und in der Rückreihe stricken wir ebenfalls unsere Randmasche. Wir stricken 3 Maschen rechts und wir heben wieder eine Masche links ab, aber diesmal mit dem Faden vorne. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, Faden vorne. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, der Faden ist vorne, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, die Reihe endet mit 3 Maschen rechts und einer Randmasche. Und die nächsten 2 Reihen sind im Prinzip gleich wie die wir soeben gemacht haben. Wir stricken eine Randmasche, wir stricken 3 Maschen rechts und auf der Vorderseite muss der Faden hinten verlaufen, eine Masche abheben,
3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts und die Randmasche. Und auf der Rückseite muss der Faden immer vor der Arbeit verlaufen. Wir stricken unsere Randmasche, wir stricken 3 Maschen rechts, wir heben eine Masche ab, Faden vor der Arbeit. 3 Maschen rechts, die Masche abheben, den Faden vorne mitlaufen lassen. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 3 Maschen rechts, eine Randmasche. Und jetzt wechseln wir wieder die Farbe. Wir stricken eine Randmasche, eine Masche rechts. Die mittlere Masche dieser weißen Maschen heben wir ab. Der Faden ist hinten. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben. 3 Maschen rechts und immer die mittlere Masche abheben. 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, Faden hinten, 3 Maschen rechts. Die Reihe endet mit eine Masche abheben, eine Masche rechts und die Randmasche. Wir stricken die Randmasche, wir stricken eine Masche rechts, wir heben die weiße Masche ab, Faden vor der Arbeit. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, die weiße Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, eine Masche rechts und die Randmasche. Wir wenden die Arbeit. Wir stricken die Randmasche, eine Masche rechts, eine Masche abheben, Faden ist hinter der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 eine Masche rechts und die Randmasche.
Wir stricken immer zuerst die Randmasche. Wir stricken eine Masche rechts. Wir heben eine Masche ab, Faden vor der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, Faden vor der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 eine Masche rechts, die Randmasche. Sieht so aus und jetzt ist es ganz einfach. Die nächsten 4 Reihen sind einfach 4 Reihen kraus rechts. Wir stricken die Randmasche und wir stricken alle Maschen rechts ab. Auch die zuvor abgehobenen Maschen stricken wir rechts ab. Und wir kommen immer wieder auf unsere angeschlagene Maschenzahl. Bei der Maschenprobe haben wir 29 Maschen. Wir stricken also alle Maschen rechts ab. Wir wenden die Arbeit und wir stricken noch 3 Reihen kraus rechts. Und das bedeutet, alle Maschen rechts abstricken. Das machen wir diese Reihe und noch 2 Reihen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt insgesamt 12 Reihen im Muster gestrickt. Diese ersten 3 Rippen sind das Bündchen ab hier, wo das weiße Muster beginnt der Mustersatz. Und ihr könnt das gut kontrollieren. Wir haben 2 Rippen in weiß, 2 Rippen in pink und dann noch einmal 2 Rippen in pink. Das bedeutet 4 Reihen weiß und 8 Reihen pink. Ergibt zusammen 12 Reihen. Eine Rippe entspricht immer einer Hinreihe und einer Rückreihe. Eine Rippe entspricht also 2 Reihen. Und wir brauchen immer 4 Reihen. 4 Reihen weiß, 4 Reihen pink und 4 Reihen pink über alle Maschen. Und jetzt wechseln wir wieder die Farbe. Und der zweite Teil des Mustersatzes ist im Prinzip gleich, nur wird das Muster nun versetzt. Wir stricken unsere Randmasche, den Faden am Rand locker mitführen. Jetzt stricken wir nur eine Masche weiß, wir heben eine Masche ab und stricken 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 3 Maschen rechts, eine Masche abheben. Die Reihe endet mit einer Masche rechts und der Randmasche. Und die abgehobene Masche läuft immer genau hier über dieser abgehobenen Masche. Wir wenden die Arbeit.
Wir stricken unsere Randmasche, eine Masche rechts und die abgehobene Masche heben wir wieder ab, nur mit dem Faden vor der Arbeit. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 eine Masche rechts und die Randmasche. Wir stricken die Randmasche, eine Masche rechts, eine Masche abheben, den Faden hinter der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 eine Masche rechts und die Randmasche. Und auf der Rückseite führen wir den Faden vor der Arbeit mit. Wir stricken die Randmasche, eine Masche rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche links abheben, Faden vor der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 eine Masche rechts und die Randmasche. Und wir wechseln wieder die Farbe. Wir stricken unsere Randmasche. Wir stricken 3 Maschen rechts. Wir heben die mittlere weiße Masche ab. 3 Maschen rechts. Die Masche abheben, Faden hinter der Arbeit. 3 Maschen rechts. Eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 3 Maschen rechts und die Randmasche. Und die Rückreihe funktioniert genau gleich, nur dass wir den Faden vor der Arbeit mitführen. Wir stricken die Randmasche, 3 Maschen rechts, die weiße Masche abheben, Faden vor der Arbeit, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 das ist die Randmasche.
Und diese 2 Reihen brauchen wir noch einmal. Wir brauchen immer 2 Rippen. Wir stricken die Randmasche und stricken wieder 3 Maschen rechts, den Faden hinter der Nadel mitführen, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 3 Maschen rechts und die Randmasche. Und die Rückreihe ist genau gleich, nur dass wir den Faden vor der Arbeit mitführen. Randmasche, 3 Maschen rechts, die Masche abheben, den Faden vor der Arbeit mitführen. 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, 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 3 Maschen rechts und die Randmasche. Wir wenden die Arbeit und ihr seht, diese Häschen sind jetzt versetzt zu den unteren Häschen. Und jetzt folgen wieder 4 Reihen Kraus rechts. Und in der ersten Reihe ist zu beachten, dass wir auch die abgehobenen Maschen einfach rechts abstricken. Und das machen wir diese Reihe und noch 3 Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Rippen drüber gestrickt, das entspricht 4 Reihen Kraus rechts. Und ab dem Weißen beginnt der Mustersatz, der beginnt jetzt wieder mit dieser ersten Reihe und ihr könnt das kontrollieren. Wir müssen 12 Rippen haben, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das heißt 4 Reihen weiß, 8 Reihen pink, 4 Reihen weiß und 8 Reihen pink. Eine Rippe entspricht 2 Reihen. Und jetzt müssen wir diese Maschenprobe auswerten, damit wir wissen, wie viele Maschen wir für unser Teil brauchen. Und dazu gebe ich das Teil in die Mitte der Nadel, sodass es entspannt da liegt. Und dann messt ihr genau 10 cm ab. Und dann zählt ihr, wie viele Maschen das sind. Also nicht hier oben messen, sondern irgendwo etwas weiter unten. Und hier sieht man genau, diese Masche muss zum Beispiel noch mitgezählt werden. Und dann zählt ihr, wie viele Maschen 10 cm sind. Und diese Zahl notiert ihr euch und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bei mir gezählt. Bei mir sind 10 cm 21 Maschen. Das ist nur ein Beispiel. Ja, bei euch kann die Zahl natürlich anders sein. Bei mir sind 10 cm zum Beispiel 21 Maschen. Im Zweifel lieber eine Masche mehr nehmen als weniger, damit das Teil auch sicher breit genug wird. Als zweite Zahl brauchen wir ungefähr den halben Hüftumfang. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Ich möchte zum Beispiel, dass mein Teil
circa 53 cm breit wird, und das multipliziere ich mit dieser Zahl, und wir müssen hier einfach ein Komma setzen. Das heißt, wir multiplizieren nicht mit 21, sondern mit 2,1. Das rechne ich mit dem Taschenrechner aus. 53 mal 2,1 ist 111,3. Als nächstes müssen wir beachten, welche Zahl das Muster verlangt. Das Muster verlangt ein Vielfaches von 4 plus 1. Das bedeutet, die nächste höhere Zahl, die durch 4 teilbar ist, wäre bei mir 112 Maschen. Wie gesagt, die Zahlen können bei euch anders sein. Und das Muster verlangt noch eine zusätzliche Masche. Das heißt, für mich brauche ich 113 Maschen. Die Randmaschen sind hier bereits eingerechnet. Und ihr ermittelt jetzt auf diese Weise eure Maschenzahl und dann schlagt ihr mit der Stricknadel 4,5 bzw. eine halbe Nummer mehr als nachher die von euch ermittelte Maschenzahl an. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine berechnete Maschenzahl mit der Stricknadel 4,5 angeschlagen und jetzt stricke ich mit der Stricknadel 4 mm weiter, genau gleich wie bei der Maschenprobe. Und wir stricken jetzt 5 Reihen kraus rechts, genauso wie bei der Maschenprobe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ab der Anschlagsreihe 5 Reihen kraus rechts gestrickt. Das heißt, auf der Vorderseite haben wir 3 Rippen. Der Anfangsfaden hängt links unten. Das ist die vordere Seite. Und jetzt nehmt ihr euch die Kontrastfarbe dazu und strickt genau wie bei der Maschenprobe im zweifarbigen Muster. Und zwar habe ich insgesamt 8 ganze Mustersätze gestrickt. Ich zeige euch das anhand des Teiles, das ich schon vorbereitet habe. Und dann habe ich später die Farbe gewechselt. Das heißt, ein Mustersatz besteht aus 2 solchen weißen Streifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mustersätze. Bei mir sind das ungefähr gut 40 cm. Wenn das bei euch völlig anders ist, könnt ihr auch einen Mustersatz mehr oder weniger stricken. Ich habe, wie gesagt, 8 ganze Mustersätze gestrickt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 8 ganze Mustersätze gestrickt. Bei mir sind das jetzt ungefähr 43 cm. Die Gesamtlänge des Projekts bestimmen wir mit dem oberen Teil. Und für den Farbentausch machen wir zunächst Folgendes. Wir stricken 4 Reihen kraus rechts. Am Ende sind 2 Rippen im Pink, also 4 Reihen kraus rechts. Und jetzt stricken wir 4 Reihen, also 2 Rippen kraus rechts in der Kontrastfarbe. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 Reihen kraus rechts gestrickt. Das ergibt 2 Rippen und jetzt ist die weiße Farbe unsere Hintergrundfarbe und die kleinen Häschen machen wir jetzt in Pink. Und das Muster funktioniert genau gleich wie bisher.
Wir stricken unsere Randmasche und wir stricken 3 Maschen rechts und eine Masche abheben, 3 Maschen rechts, eine Masche abheben, und das machen wir die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gestrickt und wie gesagt, das Muster funktioniert genau gleich wie hier unten, nur eben mit vertauschten Farben. Ich zeige euch das noch einmal anhand des ersten Teiles, das ich schon vorbereitet habe. Wir stricken jetzt einfach so lange mit vertauschten Farben weiter, bis der Pullover die gewünschte Länge erreicht hat. Am Ende noch diese 2 Rippen und dann einfach die Maschen abkitten. Und dann brauchen wir ein zweites völlig identisches Teil. Und für die Länge des Pullovers schreibe ich euch Richtwerte oben in die Ecke, aber ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wie lang euer Pullover werden soll. Und wenn ihr beide Teile gestrickt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Teile fertig gestrickt und ich habe die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist, und jetzt schließen wir die Schulternähte. Dazu müsst ihr zuerst genau die Mitte des Teiles finden und bestimmen und mit einer Klammer markieren am besten. Diese Mitte könnt ihr auszählen anhand dieser Grüppchen hier, und dann habe ich von der Mitte aus circa 14 cm hinüber gemessen und wieder eine Klammer gesetzt. Auch hier habe ich geschaut, dass auf beiden Seiten gleich viele Grüppchen sind. Die sieht man jetzt halt von hinten. Und dann nehmt ihr eine Wollnadel und wir haben ja ein Stück Faden dran gelassen und wir schließen auf beiden Seiten die Schulternaht bis zur Klammer. Und hier sollten zwischen 28 und 30 cm offen bleiben. Euer Kopf muss gut durchpassen. Und immer die Naht von außen nach innen schließen. Also wenn ihr diese Naht geschlossen habt, dreht ihr das Ganze um und näht die Naht auf dieser Seite zu. Und ich mache einfach über Wendlingsstiche. Und wenn ihr die Nähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen. Wir befinden uns auf der schönen Seite und hier seht ihr den Ausschnitt, und ich habe hier einen Maschenmarkierer gesetzt. Bei diesem Maschenmarkierer beginne ich, und zwar ist das ungefähr 1/3 des Ausschnitts und das ungefähr 2/3. Und in diese Masche steche ich ein und ich nehme nur das vordere Maschenglied. Ich hole den Faden durch und nehme aus jeder Masche eine Masche auf. Einmal rundherum und achtet darauf, dass ihr insgesamt eine gerade Maschenzahl habt. Und ich verwende hier eine Rundstricknadel 4 mm mit 50 cm Länge. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Maschen aufgenommen und jetzt gebe ich hier einen Maschenmarkierer auf die rechte Nadel und jetzt stricken wir eine Masche rechts und eine Masche links einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Die Runde endet mit einer Masche links und beginnt mit einer Masche rechts. Und damit ihr immer seht, wo der Rundenübergang ist, heben wir den Maschenmarkierer hinüber. Und jetzt stricken wir immer gleich weiter, immer eine Masche rechts, eine Masche links, bis wir 10 cm Kragen haben und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 10 cm gerade hoch gestrickt. Den Maschenmarkierer können wir jetzt entfernen und jetzt nehme ich aus dem Querfaden eine Masche zu. Dazu hebt ihr euch den Querfaden auf die Nadel und strickt ihn verschränkt ab. Diese Masche wird unsere Randmasche und hier machen wir das am Ende der Runde noch einmal. Jetzt stricken wir rundherum, bis wir wieder bei dieser zugenommenen Masche ankommen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier ist die Masche, die wir am Anfang der Runde zugenommen haben und jetzt machen wir das gleiche noch einmal. Wir heben den Querfaden auf die Nadel und stricken ihn verschränkt ab. Jetzt haben wir hier eine Randmasche und hier. Und ab jetzt wenden wir nach jeder Runde die Arbeit. Und wir stricken die Randmasche so, wie wir es im unteren Teil gemacht haben. Wir stechen nach hinten durch und lassen die Masche von der Nadel gleiten und stricken wieder eine Runde und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde heben wir die Randmasche links ab, der Faden ist vorne und wir wenden die Arbeit und stricken nun immer hin und her weitere 10 cm und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Kragen ist insgesamt nun 20 cm hoch und jetzt kette ich auf der Innenseite die Maschen ab und ich behalte dabei den Musterrhythmus bei. Also eine Masche rechts, eine Masche links und immer die Masche davor darüber ziehen. Auf diese Weise wird die Kante elastisch. Und wenn ihr alle Maschen abgekettet habt, lasst ihr den Faden noch dran, den brauchen wir noch. Willkommen zurück, ich habe alle Maschen abgekettet und die letzte Masche gebe ich nun auf eine Häkelnadel 4 mm und jetzt häkle ich am Schlitz entlang eine Reihe halbe Stäbchen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um jede Randmasche herum ein halbes Stäbchen. Und hier darauf achten, dass dieses Loch verschwindet. Einfach so viele halbe Stäbchen häkeln wie notwendig und dann auf der anderen Seite wieder hinauf. Und dann könnt ihr den Faden abschneiden und vernähen. Und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt hier dran gestrickt, von oben nach unten. Ich habe ihn kraus rechts gestrickt und ich habe ihn nach unten hin schmaler werden lassen. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt.
Die Nähte sind überall noch offen. Wir klappen den Pullover auseinander und stricken hier den Ärmel dran. Die Mitte des Ärmels ist genau die Schulternaht und ich schreibe euch hin, wie viele Zentimeter ihr auf beiden Seiten hinunter messen müsst. Also von der Schulternaht messen in beide Richtungen und dann mit einem Maschenmarkierer markieren, wo ihr beginnen wollt und wo ihr aufhören wollt. Und da könnt ihr euch an diesen Musterreihen gut orientieren. Auf beiden Seiten der Schulternaht müssen gleich viele Maschen sein und eine Masche werde ich hier direkt aus der Schulternaht aufnehmen. Ich beginne in dieser Masche, die ich mir markiert habe. Und jetzt müsst ihr auf das Muster schauen. Wir haben entweder immer 2 Reihen oder 4 Reihen, dann wieder 2, dann wieder 4. Und genauso nehme ich die Maschen auf. Zuerst hole ich mir den Faden durch und mache einen Knoten. Dann nehme ich die erste Masche auf und noch eine Masche aus diesem weißen Bereich und dann 4 Maschen aus dem andersfarbigen Bereich. 1, 2, 3, 4. Auf dieser Seite ist es deshalb nicht so gut sichtbar, weil hier diese Fäden mitgezogen wurden. Auf der anderen Seite ist es einfacher. Wichtig, wieder 2 Maschen aus diesem hellen Streifen aufnehmen und dann wieder 4 Maschen aus dem pinken Bereich. Also immer schauen, wie viele Reihen hier sind. Hier sind wieder 2 weiße Reihen, also nehmen wir 2 Maschen auf. Hier sind 2 pinke Reihen am Rand. Hier nehme ich 2 Maschen auf, dann kommen 4 Maschen aus dem weißen Bereich. Und das machen wir bis zur Schulternaht. Und dann schaut ihr, wie viele Maschen ihr aufgenommen habt. Und bei der Schulternaht sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe zum Beispiel 44 Maschen aufgenommen und dann eine Masche aus der Naht. Und auf der anderen Seite müssen wir genau gleich viele Maschen aufnehmen und wir müssen natürlich an derselben Stelle landen wie auf dieser Seite, damit die Ärmel dann zusammenpassen. Und jetzt macht ihr das auf der anderen Seite genau gleich. Hier ist es viel besser sichtbar, weil wir hier keine Randfäden haben. Also wieder einfach nach dem Muster schauen. Hier brauche ich 4 und dann 2 und so weiter. Aus jeder Rippe nehmen wir eine Masche auf. Und es ergibt sich automatisch eine ungerade Anzahl. Das kann euch als Kontrolle dienen, da wir aus der Naht eine Masche aufgenommen haben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten gleich viele Maschen aufgenommen. Hier ist das genau gleich wie auf dieser Seite, darauf müsst ihr achten. Da kann man schön das Muster hernehmen, um das zu kontrollieren. Und ich habe die Ärmel nach unten hin schmaler werden lassen, aber nicht ganz eng.
Ich habe die Abnahmen in jeder 8. Reihe gemacht. Wenn ihr wollt, dass die Ärmel unten noch schmaler werden, könnt ihr die Abnahmen in jeder 6. Reihe machen. Wir wenden die Arbeit und ich zeige euch, wie das gemacht wird. Ich stricke jetzt mit der Maschenzahl, die ich jetzt habe, 6 Reihen, immer rechte Maschen. Und wenn ihr die Abnahmen öfter machen wollt, dann strickt ihr 4 Reihen rechte Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 7 Reihen gestrickt, inklusive der Anschlagsreihe. Und wir wenden die Arbeit und in jeder 8. Reihe nehme ich auf beiden Seiten eine Masche ab. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass die Ärmel unten ganz schmal werden, dann könnt ihr die Abnahmen auch in jeder 6. Reihe machen. Ich stricke zuerst die Randmasche und dann stricke ich 2 Maschen rechts zusammen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe sind 3 Maschen übrig. Auch hier stricke ich 2 Maschen rechts zusammen und dann die Randmasche. Auf der Vorderseite sieht das dann so aus. Bei mir sind es immer 4 Rippen und dann auf der Rückreihe die Abnahme. Ich zeige euch das beim anderen Ärmel. Man sieht hier schön die Abnahmen auf beiden Seiten und wie gesagt, mein Ärmel ist nicht ganz eng, sondern ein bisschen leger. Und wie gesagt, ihr könnt die Abnahmen auch öfter machen. Ganz wichtig ist, notiert euch genau, was ihr gemacht habt. Notiert euch hier die Maschenzahl, die ihr aufgenommen habt. Notiert euch die Reihenzahl für die Länge des Ärmels und notiert euch, wie oft ihr die Abnahmen gemacht habt. Ich habe den Ärmel ca. 40 cm lang gestrickt. Das findet ihr aber am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr beide Ärmel gemacht habt, dann könnt ihr die Nähte schließen und ich schließe die Nähte mit der Wollnadel und mit dem Überwendlingsstich. Und wenn ihr das alles gemacht habt und die Fäden vernäht habt, ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.